Also zur Gehörigkeit ist es der Platz, wo du Liebe fühlst. Dass es okay ist, queer zu sein. Dass man sich ohne Zwänge, ohne bestimmte Vorstellungen in einer Gruppe oder an einem Ort wohlfühlen kann und man sich nicht krampfhaft wie so verstellen muss. Sich trauen, sich zu äußern. Mit wem du bist und wenn du jetzt und da mit diesem Mensch bist, was willst du überhaupt? Bist du zufrieden? Gibst du Zufriedenheit auch für diesen Menschen? Deswegen ist es schön manchmal Zugehörigkeit zu haben, aber wie wir das benutzen, das ist das Punkt. Sich trauen zu entscheiden oder mitzuentscheiden. Das kann irgendwie was Positives sein, aber auch was Negatives. Je nachdem, ob es so selbstgewählte Zugehörigkeit ist. Ob ich jetzt sage, okay, ich gehöre jetzt zu dieser Gruppe oder ich gehöre da und da dazu. Oder ob mir das zugeschrieben wird. It's a hard question, actually. Vertrauen, vor allem. Frage von Respekt. What I can achieve shouldn't be based on my appearance or my origins or who I choose to love. It's my choice, like, to open up or just don't, because that's my armor. When you belong to somebody or something, there's this concept of possession. So I feel like sometimes I don't want to belong, at least to a person, or because I just want to be free. Mit so negativer Zugehörigkeit, das kann auch aufgedrückt werden, zum Beispiel durch biologische Familie. Dass du dich zugehörig fühlen musst mit den Menschen, die dich geboren haben oder aufgezogen haben oder dir beim Aufwachsen zugesehen haben. I don't belong to any gender. And people is actually like, what are you? And it's like, it's not your problem. Zum Beispiel versuchen mir viele Leute Zugehörigkeit zu der Gruppe der Frauen, was auch immer das ist, zuzuschreiben, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Also ich habe vielleicht einige Struggles, die ähnlich sind, aber an sich ist mein Weg ganz anders. I want to live on the countryside somewhere in Germany, but on the other hand, I fear that I will be kind of alone with who I am there, because I don't really see a lot of, for example, queer spaces. Ich bin ja in Syrien aufgewachsen. In Syrien hat man die Schulen so gebaut, dass es immer zugemauert ist. Das heißt, keiner kann raus ohne Erlaubnis. Wie jeder Schüler und Schülerin, man würde sich ein bisschen Freiheit wünschen. Deshalb versucht man über diese Mauer zu klettern. Also man klettert halt hoch. Der Schulhof ist hinter dir. Es hat viel Spannung, viel Aufregung. Und man weiß nicht genau, okay, ich will natürlich zu der Freiheit, aber ich habe Angst. Und in dem Moment fühle ich mich gerade, seit ich in Deutschland lebe, ist immer noch dieses Gefühl so, dass ich auf der Mauer stehe. Wenn man jetzt aufgrund bestimmten Eigenschaften diskriminiert wird, ist es wichtig, genau da eben sich mit Menschen zu connecten, die auch eine ähnliche oder dieselbe Diskriminierungsform erfahren haben und eben diese Safe Places zu schaffen. Schutzräume sind unglaublich wichtig, also sehr, sehr wichtig, und ich finde auch, dass es gut ist zu sagen, okay, dieser Raum ist jetzt hier für Finter oder Flinter, aber es hat auf jeden Fall auch Grenzen, können auch dafür sorgen, dass ich zum Beispiel jetzt als Transperson mehr eine Blockade habe, zum Beispiel Testosteron zu nehmen, weil ich Angst habe, auch nur so, dass mir ein kleiner Augenblick passiert, wo Leute denken, ich gehöre nicht rein, weil ich ein Cis-Typ bin, was nicht stimmt. Vor allem, wenn man noch einen anderen Background hat, dann ist es schwer, sich irgendwo so richtig zu 100% zugehörig zu fühlen. Um das Gefühl der Zugehörigkeit zu erleichtern, würde ich mir wünschen, dass alle deutlich offener wären dafür, dass wir eben unterschiedlich sind, aber letztendlich nur Anerkennung und Liebe wollen. To go find inspiration in everywhere for everything or small things or person. Ja, und natürlich auch, manchmal muss es einfach passen, ja. Ich würde mir wünschen, dass wir
alle ein bisschen offener uns gegenüber treten können.